Was kann ein 3D-Drucker mit über 50 Kilo, einem riesigen Bauraum und einem Multi-Material-System wirklich leisten? Der Creality KZ Plus Combo verspricht Großes, aber kann er das auch halten? Ich habe den Drucker ausgiebig getestet, von PLA über ABS bis hin zur TPU und verrate euch, wo er glänzt und wo er schwächelt. Bleibt dran, das wird spannend. Das Video wird gesponsert von JSC, 3DP und mehr dazu später. Okay, fangen wir mal ganz von vorne an. Das Unboxing. Ganz ehrlich, der Drucker ist riesig und wirklich schwer. Wenn ihr das Ding alleine auspacken wollt, viel Spaß. Ich empfehle euch dringend, das zu zweit zu machen. Das Unboxing an sich ist aber gut durchdacht. Die Anleitung auf dem Karton führt euch Schritt für Schritt durch den Prozess und das ist wirklich hilfreich. Der Aufbau hat dann bei mir so 30 bis 45 Minuten gedauert. Es ist nicht kompliziert, aber es gibt einfach viele Einzelteile. Besonders das Multi-Material-System, das sogenannte CFS, braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und der Platz für den Drucker muss einfach gut durchdacht sein. Das CFS muss direkt auf den Drucker, weil die Kabel super kurz sind. Ich wollte es erst daneben stellen, aber das ging einfach nicht. Seitlich platzieren, also Fehlanzeige. Also stellt sicher, dass ihr genug Platz habt, sonst wird es schnell eng. Wenn der Drucker steht, ging es an die Registrierung in der Creality Print App. Und da muss ich sagen, die Einrichtung ist wirklich super einfach. Der Drucker konfiguriert sich fast von selbst, was für viele ein echter Pluspunkt sein wird. Für die Tests habe ich die Creality Print Software genutzt, die ich vorher noch nie getestet hatte. Normalerweise arbeite ich mit Bambus Slicer oder dem Orca Slicer und Creality Print war am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig. Das Interface ist okay, klassisch, mit allen wichtigen Funktionen, aber es fühlt sich nicht so ausgereift an wie die anderen Slicer. Leider hatte ich auch hier ein paar Probleme. Zweimal hat sich der Drucker nicht mit dem Netzwerk verbunden, obwohl er vorher einwandfrei gelaufen ist. Das war ziemlich nervig, weil ich musste jedes Mal die Software, den Drucker oder den ganzen PC neu starten, dass es wieder ging. Irgendwann ging es dann auch wieder, aber hätte einfach nicht sein müssen. Einmal wurde sogar das CFS-System nicht erkannt, obwohl der Drucker online war. Ich musste das Kabel abziehen, alles neu starten und dann ging auch das wieder. Creality Print fühlte sich an manchen Stellen einfach noch nicht fertig an. Zum Beispiel konnte ich am Anfang die Kamera des Druckers in der Software einfach nicht sehen. In der App war sie verfügbar, was erst durch ein Update behoben wurde. Generell kamen in den Wochen, in denen ich den Drucker getestet habe, fast täglich Updates raus. Das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Einerseits zeigt es, dass Creality hinterher ist und Bugs behebt. Andererseits wirkt es so, als wäre die Software nicht vollständig getestet worden. Kommen wir jetzt mal zu den PLA-Drucken. Und hier hat der Drucker echt gut überzeugt. Ich habe einige meiner eigenen Modelle getestet, unter anderem meinen Crystal Dragon in Silk Rainbow Filament und das Ergebnis war echt gut. Nicht der beste Druck, den ich je gesehen habe, aber definitiv ein Highlight in diesem Test. Mein Retractable Kusanagi hat auch super funktioniert. Die Retract-Funktion war perfekt und die Toleranzen haben auch gepasst. Ich hatte allerdings einen kleinen Layer Shift, wahrscheinlich, weil ich kurz die Tür aufgemacht habe, um drin zu filmen. Und wenn es mal wieder Probleme mit dem Drucker gibt, sei es, weil der Raum zu klein ist oder er einfach nicht so will wie ihr, dann könnt ihr euch auch mal JSC 3DP anschauen. War eine Wahnsinnsüberleitung, oder? JSC 3DP ist euer Partner für schnellen und hochwertigen 3D-Druck. Ich habe meinen Airless Basketball zusammen mit ihnen im SLS-Verfahren drucken lassen und der ist einfach genial geworden. Außerdem habe ich auch ein größeres Hühnchenmodell im SLA-Verfahren drucken lassen. Das Ergebnis war wirklich sehr klasse. Ich konnte es direkt lackieren, ohne nacharbeiten, weil die Qualität einfach spitze war. Das Beste, ihr habt beim Hochladen eurer Dateien jede Menge Optionen. Zum Beispiel könnt ihr beim Resin-Druck verschiedene Resin-Arten wählen oder Surface Finish auswählen. Ihr ladet eure Dateien einfach hoch, bekommt sofort einen Preisvorschlag und könnt den Auftrag direkt abschicken. Alternativ gibt es auch Metall-3D-Druck, klassisches FDM, SLS und weitere Verfahren. Mit DDP-Versand habt ihr wirklich auch keine versteckten Kosten und der Druck war blitzschnell vor meiner Haustür. Von daher schaut euch mal JSC 3DP an. Meinen Affiliate-Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich habe dann auch noch meine Oni-Maske in Multicolor gedruckt. Auch die war wirklich gut, abgesehen von ein paar kleinen Layer-Shifts, die aber ziemlich wahrscheinlich an meinen Support-Settings lagen. Insgesamt muss ich sagen, die PLA-Profile in der Creality Print Software sind echt solide und der Drucker hat eine gute Arbeit geleistet. Um sicher zu gehen, dass es kein wesentliches Problem im Drucker ist, habe ich die ganze Maske nochmal ausgedruckt. Man sieht die Layer zwar deutlich, aber das liegt auch an dem hellen Filament, was wirklich keine Fehler verzeiht. Zum Testen habe ich auch noch eine Art Pyramide mit dünner Wandstärke gedruckt, um sicher zu gehen, dass der Layershift beim Kusanagi und bei der Maske nicht durch ein wesentliches Problem mit der Z-Achse oder Mechanik verursacht wurde. Und auch der Testdruck war völlig in Ordnung, hat mir keinen systematischen Fehler gezeigt. Einer der spannendsten PLA-Drucke auf dem Drucker war mein Punish-Pool-Helm. Das Modell ist ziemlich anspruchsvoll, weil es viele Details und präzise Supportstrukturen braucht. Ich war wirklich beeindruckt, wie gut der KZ Plus diesen Helm hinbekommen hat. Der Druck war sauber, die Supports ließen sich problemlos entfernen und das Ergebnis hat mich auf jeden Fall überzeugt. Dann habe ich die etwas exotischen Materialien getestet, relativ normal, ABS, PETG, TPU und ASA. Bei ABS hatte ich die ersten Probleme und ich hatte mehrfach Clogs im Extruder. Ich musste den Extruder komplett zerlegen, um das zusammengestaute Filament zu entfernen. Erst als ich die Tür offen gelassen habe, lief der Druck. Mein Testdruck, der Dummy 13, sah dann tatsächlich richtig gut aus. PETG war eine andere Geschichte. Die Profile waren einfach nicht optimal, die Temperaturen waren viel zu hoch und ich hatte ständig Probleme mit Clogs. Zur Info, bevor ich überhaupt gesteuert habe, habe ich alle Materialien vorher ordentlich
getrocknet. Trotzdem hatte ich massive Probleme, bis ich die Profile angepasst und die Tür des Druckers offen gelassen habe. Damit hatte ich dann endlich akzeptable Ergebnisse, aber wirklich zufriedenstellend war es nicht. Um sicher zu gehen, dass es nicht am Material selbst liegt, habe ich die gleiche Datei mit dem gleichen Filament auf meinem Bambolab X1 getestet und dort war der Druck wirklich perfekt. Das hat für mich klar gezeigt, dass das Problem nicht am Filament liegt, sondern an den Druckprofilen und der Umsetzung im K2 Plus Combo. Bei TPU war es ähnlich. Ich hatte dauernd Clocks, bis ich die Extruderkappe abgenommen habe. Ohne die Kappe konnte die Hitze besser entweichen und die Drucke wurden endlich gut. Aber mal ehrlich, das ist keine perfekte Lösung. Die Kappe sollte ja eigentlich dazu beitragen, dass der Drucker entweder besser aussieht oder die hat irgendeinen Zweck. Ich habe mit dem TPU eine flexible Vase gedruckt, die wir jetzt als Mülleimer verwenden. Und der Druck war am Ende wirklich sauber. Aber es hat viel Tuning gebraucht, bis es lief. Außerdem habe ich noch ASA getestet und ein größeres Modell, den Poop Shoot, gedruckt. Der Druck hat über 20 Stunden gedauert, aber die Layer haben sich an den Ecken einfach gesplittet. Ich vermute, dass es entweder an zu viel Kühlung oder zu schneller Druckgeschwindigkeit lag. Aber auch hier habe ich das Material von dem Druck gut getrocknet und ich habe das Profil an der Stelle auch nicht weiter optimiert, weil ich finde, dass ein Drucker in dieser Preisklasse mit den Standardprofilen gut funktionieren sollte. Kommen wir zum Fazit. Für PLA-Drucke bekommt der Creality K2 Plus Combo von mir die Schulnote 2. Die Ergebnisse waren wirklich gut und die Profile haben solide funktioniert. Die kleinen Probleme, die aufgetreten sind, waren eher modellabhängig oder selbstverschuldet. Für exotische Materialien wie ABS, PTG und TPU kann ich aber nur eine 4 vergeben. Die Profile sind einfach nicht ausgereift und der Drucker erfordert hier deutlich mehr Anpassung und Tuning, um brauchbare Ergebnisse zu liefern. Die Extruderkappe ist meiner Meinung nach ein klares Problem. Sie hat bei meinen Tests eher geschadet als genutzt und das hätte im Werk definitiv auffallen müssen. Softwareseitig sehe ich ebenfalls viel Luft nach oben. Creality Print ist nicht so ausgereift, wie ich es mir wünschen würde. Die ständigen Updates sind zwar ein positives Zeichen, aber die Software hätte schon in einem ausgereifteren Zustand veröffentlicht werden müssen. Trotzdem gebe ich dem Drucker insgesamt die Schulnote 3. Warum? Weil es in dieser Baugröße mit Multimaterial-System einfach kaum Alternativen gibt. Was ich am CFS richtig cool finde, sind die gefederten Abstandshalter oben in der Haube. Die drücken leichtere Spulen nach unten, damit nichts springt oder rutscht. Ziemlich praktisch. Auch die eingebaute Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige ist ein Highlight. Sowas vermisst man bei anderen Multimaterial-Systemen und muss man oft nachrüsten. Zum Aussehen viel besser als seine Vorgänger und insgesamt einfach durchdachter. Auch in puncto Stabilität hat Creality ein bisschen nachgelegt. Das sieht man an den massiv ausgeführten Z-Führungen. Und dann noch zum Preis. Der Drucker kostet aktuell, Ende Januar 2025, 1500 Euro. Ihr müsst entscheiden, ob es euch der Bauraum wert ist. Alles, was vergleichbar ist, kostet deutlich mehr oder bietet weniger Features. Der K2 Plus Combo hat viel Potenzial, aber Creality muss hier noch nachlegen. Vor allem bei der Software und den Druckprofilen. Wer bereit ist, ein bisschen zu tüfteln, kann hier einen leistungsstarken Drucker bekommen, der sich vor allem für PLA-Drucke hervorragend eignet. Ich hoffe, ihr konntet euch ein gutes Bild vom Creality K2 Plus Combo machen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da und schaut auch meine 3D-Modelle an. Die Links zu Makerworld und meiner Thanks Membership findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Eine kleine Ergänzung zum Video habe ich dennoch, denn ich habe alles, was ich gefunden habe, natürlich an Creality geschickt. Die haben mir auch neue Firmware zur Verfügung gestellt, die ich gerade noch teste, die bis jetzt aber noch keine, sag ich mal, besseren Ergebnisse gezeigt hat. Außerdem wurde mir auch auf Social Media und über andere Wege herangetragen, dass viele Leute auch Probleme mit dem K2 hatten. Auch das CPU-Problem, also genau das gleiche Problem, hat jemand an mich reported. Von daher, ich gebe noch nicht auf, weil der Drucker eigentlich Potenzial hat, aber es ist schon ein bisschen schade und ich glaube, da wird noch ein bisschen Arbeit von Creality reinfließen müssen, damit der Drucker wirklich gut sein wird. Von daher, jetzt aber wirklich Tschüss, wir sehen uns im nächsten Video.